Hallo und herzlich willkommen zum OIC Campus. In diesem Modul befassen wir uns mit den Grundprinzipien und den ersten Schritten der Einführung von Open Innovation in Unternehmen und Institutionen. Durch die großen gesellschaftlichen und technologischen Trends unserer Zeit hat sich Open Innovation zu einem hochrelevanten Instrument der Innovationsförderung in der Wirtschaft entwickelt. Aber welche Ziele können Organisationen eigentlich genau mit der Anwendung von Open Innovation verfolgen? Ein Grundprinzip des Ansatzes und auch ein wesentliches Ziel für Unternehmen und Institutionen liegt zum Beispiel im Aufbau einer Kooperation mit Akteuren außerhalb der Organisation. Auf diese Weise kann sie ihre Expertise, ihre Ressourcen und damit ihre wirtschaftlichen Möglichkeiten grundlegend erweitern. Ein zweites Ziel liegt in der verbesserten Erkundung neuer technologischer Trends. Wie bereits dargestellt, entstehen permanent zahlreiche neue Technologien. Diese sollte man frühestmöglich verstehen und dann schnellstmöglich entscheiden können, ob die Technologie Chance oder Risiko für das Geschäftsmodell des Unternehmens oder dem Zweck der Institution ist. Ob der Trend aufgegriffen werden soll oder ob man sich nicht weiter damit befassen muss. Dafür sind Kompetenzen erforderlich, die eine einzelne Organisation heutzutage kaum noch selbst vorhalten kann. Durch Open Innovation kommen zudem neue Impulse und Sichtweisen herein. Auf diese Weise können als dritter Aspekt neue Geschäftsmöglichkeiten oder Tätigkeitsbereiche identifiziert werden, die man andernfalls vielleicht gar nicht entdeckt hätte. Ein weiteres Ziel bezieht sich auf häufig komplexe Forschungs- und Entwicklungsprojekte. Durch die gezielte Einholung externer Expertise können hier eine Beschleunigung einsetzen und die Entwicklungszeit und damit Forschungs- und Entwicklungskosten pro Projekt gesenkt werden. Zudem kann man so die Risiken von Innovationsprojekten mindern. Es stellt sich nun die Frage, wie Open Innovation in Unternehmen und Institutionen eigentlich umgesetzt werden kann. Hierbei unterscheiden wir zunächst zwischen zwei Bereichen. Prozesse, die in die Organisation hineinfließen und Prozesse, die sich aus dem Unternehmen heraus bewegen. Prozesse, die nach innen gerichtet sind, führen häufig zu einem Zustrom neuer Ideen, Impulse und Expertise. Zu diesen Prozessen gehört zum Beispiel die Co-Innovation bzw. Co-Creation mit GeschäftspartnerInnen, wie zum Beispiel Lieferantinnen oder Kundinnen. Sie kennen sich mit dem relevanten Markt in der Regel gut aus und ihr Wissen kann zum Beispiel bereits in der Produktentwicklung einfließen. Ein zweiter, ebenfalls nach innen gerichteter Prozess ist die Forschung und Entwicklung mit Hochschulen oder Instituten. Ob nun gezielte Auftragsforschung oder die Beteiligung an Drittmittelprojekten. Die direkte Verknüpfung mit WissenschaftspartnerInnen eröffnet Quellen für neuartiges und zukunftsrelevantes Wissen. Zu den Möglichkeiten der Open Innovation gehört auch die Einbindung größerer Wissensgruppen, zum Beispiel durch die Anwendung von Crowdsourcing. Dabei bittet das Unternehmen oder die Institution eine größere Gruppe an Menschen, ihre Expertise zur Lösung eigener Herausforderungen einzubringen. Um diese Wissensgenerierung zu kanalisieren, gibt es mittlerweile eigene Open Innovation Plattformen. Zudem können Organisationen auch gezielte Ideenwettbewerbe oder thematisch fokussierte Hackathon-Challenges ausgeben. Bei Prozessen, die nach außen gerichtet sind, nutzt die Organisation häufig eigenes Wissen, um damit am Markt erfolgreich zu sein. Zu möglichen Open Innovation Formaten gehören zum Beispiel Joint Ventures. Hierbei bringen 2 oder mehr Unternehmen ihre jeweiligen Expertise zusammen, um Entwicklungsprojekte voranzutreiben, die so innovativ oder inhaltlich komplex sind, dass sie für ein einzelnes Unternehmen alleine nicht möglich gewesen wäre. Solche Prozesse gibt es im übertragenen Sinne natürlich auch bei Institutionen, zum Beispiel aus den Bereichen Hochschulen oder Stiftungen. Zu den nach außen gerichteten Formaten gehört auch das Gründen von Spin-offs, also Ausgründungen aus den eigenen Unternehmen, gegebenenfalls auch mit GeschäftspartnerInnen. Spin-offs werden häufig genutzt, um außerhalb der eigenen Organisation neue wirtschaftliche Möglichkeiten zu schaffen. So wird auch der Einstieg themenspezifischer InvestorInnen mit relevanter Expertise ermöglicht. Ein dritter Aspekt ist die Auslizenzierung von geistigem Eigentum bzw. Intellectual Property. Hierbei wird wertvolles Firmenwissen außerhalb des Unternehmens zur Verfügung gestellt, zum Beispiel um bisherige Schutzpatente aktiv wirtschaftlich zu nutzen. Ein wesentlicher Bestandteil des Open Innovation Prinzips ist die Kooperation mit AkteurInnen außerhalb der Organisation. Aber welche AkteurInnen kommen hierfür in Frage? Es stellt sich zunächst einmal 3 Gruppen heraus. Die erste Gruppe ist im direkten Umfeld zu finden, darunter MarktbegleiterInnen oder GeschäftspartnerInnen.
Hierzu gehören zum Beispiel Geschäftskunden, vielleicht sogar die Endkonsumentin oder ZulieferInnen eines Unternehmens oder auch inhaltlich Kooperationspartner bei Institutionen. Diese können mit ihrem spezifischen Markt- oder Produktwissen wertvolle und sofort nutzbare Informationen einbringen, wie zum Beispiel in die Produktentwicklung. Auch marktbegleitende Unternehmen oder sogar Wettbewerber kommen in Frage, zum Beispiel als Vertrags- bzw. Forschungs- und EntwicklungspartnerInnen. Die zweite Gruppe besteht aus AkteurInnen, die nicht im direkten Marktumfeld aktiv sind, aber allgemein einen substanziellen Beitrag zum Gelingen von Innovationsvorhaben liefern können. Hierzu gehören zum Beispiel die Wirtschaftsförderung, Kammern, Branchennetzwerke oder Verbände, die permanent neues themen- und branchenspezifisches Wissen aufbereiten oder sogar selbst erarbeiten, häufig auch mit Unternehmen zusammen. Hieraus können neue Impulse entstehen, die das Unternehmen direkt für sich nutzen kann. Auch Startups kommen natürlich als KooperationspartnerInnen in Frage. Sie bewegen sich in der Regel nicht auf derselben Wertschöpfungsstufe, bringen aber häufig neue Technologien oder digitale Lösungen ein, die die Organisation in spezifischen Aspekten voranbringen können. Die dritte Gruppe fokussiert WissenspartnerInnen. Hochschulen und Institute entwickeln zukunftsrelevantes und vor allem neuartiges Wissen, welches einen Wettbewerbsvorteil darstellen kann. Sie können über Auftragsforschung direkt beauftragt werden. Das Unternehmen bzw. die Institution kann sich aber auch an Drittmittelprojekten beteiligen und so direkt von den Ergebnissen profitieren. Auch wissenschaftlich geführte Reallabore, öffentlich geförderte Innovationsnetzwerke oder Exzellenzcluster bieten Möglichkeiten der Co-Innovation. Wirtschaft und Verbände sowie Hochschulen und Institute gehören dabei zu den 4 Bereichen einer Stadtgesellschaft. Durch das Konzept einer Open Innovation City kommen 2 weitere Bereiche hinzu: die Verwaltung und Politik sowie die Bürger- und Zivilgesellschaft. Auch hier lassen sich zahlreiche Anknüpfungspunkte für die offene Zusammenarbeit finden. Die öffentliche Verwaltung, Stadtwerke oder kommunale Unternehmen arbeiten beispielsweise häufig an großen, technologieorientierten Projekten wie der Umsetzung von Smart Cities, neuer Verkehrs- bzw. Mobilitätsinfrastruktur sowie Nachhaltigkeits- oder Energiekonzepten. Hierzu brauchen sie Umsetzungspartner aus der Wirtschaft. Auch in der BürgerInnen- und Zivilgesellschaft steckt eine Menge Potenzial für Open Innovation. Operative Stiftungen oder andere zivilgesellschaftliche Organisationen arbeiten häufig inhaltlich und themenspezifisch, zum Beispiel rund um aktuelle Trends. Soziale Einrichtungen, Kunst, Kultur, Sport oder die BürgerInnen und Bürger selbst können Wissen und Impulse einbringen, die dem Unternehmen sonst nicht zur Verfügung stehen würden. Durch diese Perspektive der 6 Bereiche der Stadtgesellschaft ergibt sich für Unternehmen und Institutionen ein lokales bzw. regionales Innovationsökosystem. Insbesondere durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit verschiedenen AkteurInnen erweitern sie ihren Rahmen wirtschaftlicher Möglichkeiten. Die Einführung von Open Innovation in der eigenen Organisation ist ein großer Schritt, der einiges an Vorbereitung erfordert. Wir stellen nun einige zentrale Aspekte der Umsetzung vor. Als erstes sollten Organisationen einen individuellen Trendradar bzw. aktiver formuliert ein Trendscouting implementieren. Das Ziel besteht darin, wesentliche Entwicklungen, zum Beispiel neue Technologien oder gesellschaftliche Trends, möglichst frühzeitig zu identifizieren und dementsprechend auch rechtzeitig entscheiden zu können, wie sie damit umgehen möchten. Ein mögliches Ergebnis der Analyse könnte hierbei sein, dass der neue Trend für das eigene Geschäftsmodell relevant ist, entweder als Chance, die man ergreifen könnte, oder als Risiko, mit dem man umgehen muss. Individuell sollte das Trendscouting daher sein, weil jede Organisation natürlich in einem anderen Kontext, beispielsweise einer anderen Branche, tätig ist. Teil des Trendscoutings ist es daher, dass die Organisation die relevanten Quellen im Vorfeld definiert. Dazu können schriftliche Veröffentlichungen gehören, die Branchenreports oder gesellschaftliche Studien oder auch Newsletter des lokalen Startups Incubators. Anschließend sollte das Unternehmen bzw. die Institution für sich entscheiden, in welchen Bereichen der Öffnung nach außen und damit die Umsetzung von Open Innovation sinnvoll ist. Ausschlaggebend sollte hier sein, dass festgelegt wird, wo die Organisation die größten Mehrwerte durch offene Innovationsprozesse erzielen kann, beispielsweise für komplexe Entwicklungsprojekte oder konkrete Marktchancen, zu denen man zügig Expertise von außerhalb benötigt, um diese umsetzen oder ergreifen zu können. Auch könnte man zunächst ein Pilotprojekt von Open Innovation definieren.
Da die Umsetzung von Open Innovation in der Regel auch Aufwand und Steuerung mit sich bringt, ist die Priorisierung in jedem Fall zu empfehlen. Als Orientierung dient hier das eigene Geschäftsmodell, an dem sich Open Innovation Maßnahmen eng orientieren sollten. Sind die Themen, zu denen die Organisation die Umsetzung von Open Innovation Maßnahmen plant, einmal festgelegt, steht die Auswahl geeigneter Open Innovation Partner an. Auch als Konsequenz des Trendscoutings macht es ganz allgemein Sinn, sich ein individuelles Innovationsökosystem aufzubauen. Dazu legt die Organisation AkteurInnen aus den 4 Bereichen der Stadtgesellschaft fest, in denen sich eine inhaltliche Zusammenarbeit grundsätzlich vorstellen kann. In den Abschnitten zuvor haben wir bereits einen kleinen Überblick über potenzielle PartnerInnen für Open Innovation Prozesse und Formate gegeben. In Bezug auf das konkrete Vorhaben ist es dann elementar wichtig, PartnerInnen mit den richtigen inhaltlichen Passungen im eigenen Innovationsökosystem zu identifizieren. Im Folgenden sollte die Organisation dann die Strukturen schaffen, die eine Öffnung und Anbindung an externen AkteurInnen zulassen und die Umsetzung von Open Innovation ermöglichen. Zu den Strukturen könnte zum Beispiel eine passende Infrastruktur wie digitale Kanäle oder der Zugang zu einer Crowdsourcing-Plattform gehören. Zudem sollten geeignete inhaltliche Austauschformate festgelegt bzw. initiiert werden. Darüber hinaus kann es Sinn machen, ausgewählte MitarbeiterInnen zu benennen, die Open Innovation Prozesse betreuen, um die Zielerreichung sicherzustellen. Nun beginnt der eigentliche Austauschprozess im Rahmen der Open Innovation. Jetzt sollte die Organisation den Wissensfluss von außen zulassen. Das klingt vielleicht simpel, tatsächlich ist die Öffnung hin zu externer Expertise allerdings häufig eine Veränderung der Organisationskultur erforderlich. Als Beispiel sei die Zusammenarbeit mit Startups genannt. Wenn diese als unreife Existenzgründung betrachtet und nicht auf Augenhöhe, findet wertvoller Input von dieser Seite vielleicht keine Akzeptanz. Zudem sollte das Unternehmen bzw. die Institution auch darauf achten, dass Open Innovation Prozesse häufig Win-Win-Prozesse darstellen. Sollte es also zur Kooperation gehören, dass auch die eigene Organisation Informationen, Expertise oder Daten bereitstellt, so ist es zu empfehlen, dies auch umzusetzen, damit sich kein Ungleichgewicht in einer Beziehung mit externen PartnerInnen bildet. Sollte es also zur Kooperation gehören, dass auch die eigene Organisation Informationen, Expertise oder Daten bereitstellt, so ist es zu empfehlen, dies auch umzusetzen, damit sich kein Ungleichgewicht in einer Beziehung mit externen PartnerInnen bildet. Zumindest zu einem deutlichen Anteil beruht Open Innovation immer auch auf Vertrauen. Vor diesem Hintergrund ist es daher auch wichtig, Grenzen der Offenheit für die eigene Organisation festzulegen. Diese können zum Beispiel technischer Art sein. Sie legen dann fest, welche Infrastruktur für Open Innovation Prozesse genutzt werden darf. Sie können auch personeller Art sein und den Kreis der Personen benennen, die in die offenen Prozesse eingebunden sein dürfen. Natürlich gehört auch die thematische Festlegung dazu. Die Grenzen der Offenheit können und sollten aber auch festlegen, welche Informationen oder Daten derart vertraulich sind, dass sie nicht mit externen Akteuren geteilt werden dürfen. Grenzen der Offenheit gehören fest zum Prinzip der Open Innovation. Daher ist es zu empfehlen, sich intern frühzeitig darüber zu verständigen. Last but not least sollten bei der Open Innovation Einführung sichergestellt werden, dass die Menschen auf diesem Weg mitgenommen werden. Zum einen in Bezug auf die Qualifizierung, um überhaupt Open Innovation Prozesse durchzuführen, zum anderen aber auch emotional. Denn mit Sicherheit wird eine Öffnung nach außen einige MitarbeiterInnen begeistern und zu neuen Entwicklungen motivieren. Ebenso sicher ist allerdings, dass es auch MitarbeiterInnen geben wird, die genau solch ein Schritt Sorgen bereitet. Hierzu ein Beispiel. Wenn eine Person über Jahre hinweg wesentliche KompetenzträgerInnen für ein Thema und damit auch immer erste Ansprechperson war, kann dies zu Befürchtungen um die eigene Jobsicherheit führen, wenn in diesem Bereich zukünftig Expertise von außen eingeholt wird. Es ist ratsam, diese Bedenken ernst zu nehmen und die Einführung von Open Innovation als Change-Prozess zu betrachten und die Menschen in Unternehmen auch kommunikativ eng einzubeziehen. Damit sind wir bereits am Ende dieses Moduls angekommen. Vielen Dank, dass Sie beim Thema Open Innovation in Unternehmen und Institutionen dabei waren. Schauen Sie sich auch die anderen Module unseres OIC Campus an.